In 72 Stunden 2000 Kilometer per Anhalter durch Brasilien. Meine Familie ist über Weihnachten in Natal im Urlaub. Ich befinde mich im Moment im gut 2000 Kilometer entfernten Belém. Da heute der 21. Dezember ist und ich gerne Weihnachten mit der Familie verbringen würde, habe ich also 3 Tage Zeit, um die Strecke per Anhalter zurückzulegen. Ohne Geld und ohne Handy. Doch was als entspanntes Video geplant war, entwickelte sich schnell zu einem meiner größten Abenteuer, das mich mehrmals nicht nur an, sondern weit über meine Grenzen gebracht hat. Aber der Reihe nach. Herzlich willkommen aus Belém. Ganz einfach erklärt, ich habe 72 Stunden und 2000 Kilometer zu hitchhiken. Meine erste Aufgabe ist erstmal hier mitten aus der Stadt rauszukommen. Das Lustige ist natürlich, hier ist Brasilien, das heißt, ich spreche halt die Sprache auch nicht mehr. Da werden wir heute mal schauen, wie meine ersten Versuche aussehen, hier Portugiesisch zu sprechen. Desculpa. Os ônibuses para Benevides. Sí, you speak English or hablas español un poquito? English. I have to go to Benevides. Benevides. Sí. Let's stop from up this building over there. The first building. You have to take 2 buses. First, Marituba. Marituba, Benevides. Benevides. Hey. Tá? Muito obrigado. Para Marituba. Para Benevides. No? Para Benevides. Nach ein bisschen Wartezeit werde ich zum Transportterminal mitgenommen, wo der Bus nach Benevides abfährt. Das ging jetzt so schnell, das konnte ich jetzt gar nicht so richtig aufnehmen. Also da ist ein Typ irgendwie hinten in der Tür festgeklemmt und ist richtig wütend geworden, dann wo er rausgekommen ist. Hat erst irgendwie gegen den Bus gehauen und dann hat er hinten durch die Scheibe einfach so einen fetten Stein durchgeworfen. Habe ich auch selten gesehen, jemanden so ausrasten, ohne Grund eigentlich. Und ja, jetzt schauen wir mal, das ist der Bus. Quasi raus aus der Stadt. Mal schauen, ob ich den auch kostenlos fahren kann. Und dann geht es endlich ans Hitchhiken. Ich hoffe, dass das da vorne die richtige Straße ist. Eine Pappe besorgt, das heißt, ich werde jetzt auch mal wieder mit Schild hitchhiken. Ich bin aber Zeitdruck und ich werde aber die maximale Geschwindigkeit an den Tag legen. Mal schauen, wie lange es dauert. Oh yeah, and right! Como se chama você? Wilson. Prazer em conhecê-lo. Aí você é de onde é? País? De Alemanha. Sí. Muito obrigado. Also jetzt habe ich Kuchen, Wasser, noch ich glaube so ein Arepa und unten Saft bekommen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe einfach ja gestern Geburtstag gehabt und habe da halt auf dem Boot gegammelt, also konnte halt nicht viel machen. Und jetzt habe ich einfach einen Tag verspätet, habe ich einfach ein Stück Geburtstagskuchen quasi bekommen. Richtig geil, ich bin richtig happy gerade. Trotz aller Freude bleibt natürlich der Zeitdruck. Das heißt, einen Ride hätte ich heute auf jeden Fall gern noch. Alter Schwede, das ist so krank. Wenn ich es richtig verstanden habe, nimmt er mich bis zu der Maika, was weiß ich, bis zu der zweiten Stadt mit. Dann komme ich heute noch richtig weit. Der LKW-Fahrer nimmt mich 400 Kilometer bis nach Santa Inês mit. Zwischendrin werde ich noch zum Abendessen eingeladen und werde um 3 Uhr nachts an einer Tankstelle rausgelassen. Also wenn ich den Kollegen richtig verstanden habe, darf ich hier irgendwo mein Zelt aufbauen und muss halt früh aufstehen morgen. Also hier finde ich, schaut super clean aus, da werde ich mein Zelt wahrscheinlich hinstellen. Und hier hat sogar so eine Art Badezimmer, Waschding. Ich bin jetzt im Zelt, es ist kurz vor 4, ich bin wach seit heute Morgen um 5, das heißt 23 Stunden. Habe aber heute 500 Kilometer, über 500 Kilometer geschafft. Insgesamt einfach ein Hammertag. Aber ich bin jetzt wirklich komplett matsch. Also ich freue mich jetzt, ich hoffe, ich kann ein bisschen schlafen und morgen früh geht es direkt weiter, weil ich habe jetzt einen ganz guten Vorsprung rausgefahren. Den wollen wir natürlich auch halten. Guten Morgen, es ist jetzt irgendwie 8:30. Ich wurde gerade aus dem Zelt geschmissen, ist vielleicht auch ganz gut. Zeug ist gepackt. Ich bin richtig motiviert, jetzt wird richtig geballert, Mann. Es ist jetzt, glaube ich, kurz vor 9. Ich male mir jetzt auch direkt wieder ein Schild mit den nächsten paar Orten.
Und ja, dann wird heute abgerissen. Nach nicht allzu langer Wartezeit nimmt mich ein Bus circa 2 Stunden in die richtige Richtung mit. Mittags lädt mich der Fahrer sogar noch zum Essen ein. Am Ende lässt er mich am Busbahnhof raus und gibt mir sogar noch 50 Real für einen Bus in die richtige Richtung. Ich habe keine Ahnung, wie die Stadt heißt, wo ich bin. Der hat mir Geld, glaube ich, gegeben für einen Bus, wenn ich mich nicht irre. Aber erstens habe ich keine Lust da zu warten und zweitens verstehe ich halt nichts. Also das ist echt ein bisschen ein Problem mit der Sprachbarriere. Reden kann ich ganz gut, aber ich verstehe halt nichts. Ich schaue jetzt, dass ich hier ein bisschen aus der Stadt rauskomme. Und dann wird direkt weitergecheckt. Aber schon wieder unglaublich nett, dass er mich ja auch noch zum Mittagessen eingeladen hat und so weiter. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Stadt, wo ich mir jetzt erstmal als kleines Etappenziel gesetzt habe. Und hier noch 330 Kilometer, also noch ein gutes Stück. Schauen wir mal, dass wir ein Auto auftreiben. Hier ist echt zäh. Ich bin jetzt schon seit irgendwie 1,5 Stunden zugange. Viele Autos kommen, aber niemand will einen mitnehmen. Aber nicht verzagen. Jetzt echt rein, dass ich nicht so viel geschlafen habe die Nacht. Ich habe einfach gerade eine Stunde auf diesem Stuhl weggepennt. Jetzt muss ich mich echt dran halten, dass ich heute noch ein Auto kriege und es schaut auch schon wieder nach Regen aus. Para onde se van? A direção de Teresina. Me pueden levar? Ja. Ich habe es null verstanden. Ich hoffe, das ist jetzt halbwegs in die richtige Richtung. Die haben mich jetzt irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten zur Abzweigung gefahren. Hier soll es dahin gehen, wo ich hin will. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es jetzt gleich richtig runterschüttet. Kurz vor Sonnenuntergang erwische ich einen LKW, der mich die restlichen 300 Kilometer bis zu meinem heutigen Etappenziel Teresina mitnimmt. Oi, boa noite. Estou viajando sem dinheiro. Puedo colocar minha barraca aqui? Porque se tu ficar ali debaixo da casa, ali pode chover no Moel. Obrigado. Es ist jetzt kurz nach 11. Wenn ich es richtig verstanden habe, darf ich hier mein Zelt hinstellen. Muss halt wie gestern auch quasi dann morgens irgendwann halt relativ früh aufstehen, aber das interessiert mich ja ehrlich gesagt herzlich wenig, weil ich muss eh früh aufstehen. Von daher werde ich mir jetzt hier einfach mal ein bisschen einrichten. Da steht mein Zelt für die Nacht und früh geht es direkt weiter. Ich bin total fertig. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, kurz nach 7. Bin frisch, erholt. Jetzt werde ich mich direkt auf den Weg Richtung Straße machen. Ich brauche nur noch eine Pappe, um mir ein neues Schild zu basteln. Dann hoffe ich, dass ich heute mal richtig Meter machen kann. Das Zeug ist ready. Neues Schild. Abfahrt. Ich glaube, das kann man hier in der Straße ehrlich gesagt vergessen. Dann werde ich jetzt mal die Taktik ändern und versuchen einfach die ganzen LKW-Fahrer, die hier sich ihre Papiere abholen, anzuquatschen. Bom dia. Para onde vai você? Teresina. Bom dia. Para onde vai você? Diese 3 Frauen fragen mich, was ich mache und bieten mir an, mich auf eine Suppe einzuladen. My friend, you back for you take for you a soup, Sim. okay? Muito obrigado. We would like give a present for you because I think as dangerous you go to the ride, and I am talking about ticket bus, and we will have present you with the ticket to Fortaleza. Sim. Yes, 8 p.m. I will buy for you. Mas assim, No, mais rápido. but as more dangerous. So another possibility. This place is not a good place to take a ride. The best place is another neighborhood. We can help you to take a taxi, and there you take a ride. Táxi custa caro? No, as a gift for you. Sim. Yeah. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Planänderung, ich fahre jetzt nach Fortaleza und hier soll's, hier haben die mich jetzt hingeschickt, hier soll es besser sein.
Also ich muss sagen, heute ist psychisch echt der komplette Bruch mal wieder angesagt. Ich stehe an der Straße, völlig irgendwie demotiviert, fertig, einfach nur so, bitte nimmt mich doch einer mit, so was ich normal gar nicht habe. Ich habe das unterschätzt, wie sehr Zeitstress den Spaß aus dem Hitchhiken rausnimmt tatsächlich. Alter, also Ride habe ich nicht bekommen, aber Essen, da sagt man nicht nein. Während ich hier esse, bin mir einfach noch ein Wasser und noch mal ein Essen gebracht. Brutal. Das Essen hat jetzt echt meine Laune deutlich gehoben. Jetzt hoffen wir mal, dass es nachmittags besser geht. Jetzt nochmal ein neues Schild gemacht, Campo Mayor, das ist da irgendwie 73 Kilometer, also ein bisschen näher als Fortaleza. Ich bin echt verzweifelt. Selbst in dieses Mini-Dreckskaff will mich niemand mitnehmen, hier 2 Meter entfernt. Ich stehe seit über 6 Stunden hier an dieser verfickten Straße. Mir tut alles weh, ich bin krank, ich habe einfach keine Lust mehr. Na rodoviária de Altos. É uma cidade antes de Campo Maior. Sim. Direto. Eu moro lá, eu moro aqui em Teresina, eu tenho uma casa lá. Quer ir, né? Sim. Bora. So ein Ehrenmann, Mann. Der hat mich jetzt echt hier irgendwie ins nächste Kaff noch bis ins Terminal gefahren. Fortaleza 543, da wollen wir heute noch hin. Como? Ele quer ir pra Campo Maior, pra Campo Maior. beleza. Seja aí, fica à vontade. Vai dar certo. Jetzt bin ich im nächsten Kaff und die Straße soll weiterführen. Aqui, eu vou pagar a tua passagem para tu ir até Piripiri, tá bom? Sim. Muito obrigado. Ich hoffe, man kann mich erkennen. Im Grunde genommen wurde mir gerade gesagt, dass hier halt in Piauí, in der Region, wo ich bin, Hitchhiken unglaublich verpönt ist. Und dazu sind die keine Ausländer gewöhnt. Heute war wahrscheinlich einfach eine Mischung aus Reverse Rassismus, halt in Richtung Weiße, weil die das halt einfach nicht kennen. Und dass die halt einfach denken, ich raub die aus. Also die hat einen unglaublich schlechten Ruf, deswegen komme ich hier auch nicht vom Fleck. Einfach noch ein Stück Kuchen und ein Wasser bekommen. Also die Leute hier, denen kann man wirklich keinen Vorwurf machen. Es ist einfach nur dieser Ruf vom Hitchhiking. Das ist genau wie in Andalusien in Spanien, wo das einfach verpönt ist. Vai lá, te ajeita lá. Vai comer. Es ist jetzt 9, ich bin in Piripiri. Hier wurde ich jetzt gerade rausgelassen, an dieser Tankstelle, einfach irgendwo im Nirgendwo. Boa noite. Eu viajo sin dinero. ¿Está posible yo colocar mi barraca aqui perto? Tem um restaurante, bem no restaurante. Aí lá tem a calçada, se você quiser montar sua barraca, quiser armar rede. Boa noite. Me ha dicho, ¿está posible yo colocar mi barraca aqui perto? Ich habe gerade noch Essen bekommen, mega nett. Und jetzt darf ich hier in dem Restaurant mich einfach zum Pennen hinlegen. Guten Morgen, kurz vor 6. Neues Schild, neue Straße, neues Glück. Das einzige Problem ist, dass, glaube ich, mein Gesicht so aussieht, wie es sich anfühlt. Das ist wirklich der schlimmste Sonnenbrand, den ich in meinem ganzen Leben hier hatte. Ja klar, wenn du 6 Stunden unter so einem komischen Baum stehst und im Schatten und denkst, dass da keine Sonne durchkommt, aber da doch Sonne durchkommt, dann hast du halt ein Problem. Tatsächlich fährt der LKW bis Fortaleza. Nach einigen Stunden Fahrt werde ich noch zum Frühstück eingeladen. Nach einer kurzen Essenspause schreibe ich noch ein neues Schild und ab an die Straße. Es ist jetzt 14:30 Uhr. Ich muss jetzt da nochmal irgendwie so 2-3 Kilometer auf der anderen Straßenseite laufen. Zu dem Abzweigung, wo ich hin will. Ja. Essen hat gut getan, auch wenn es durch irgendwie 24 Stunden Gärungsprozess in der Gluthitze jetzt nicht mehr 100% so geil war.
aber war auf jeden Fall wichtig. Und da wir es jetzt 14:30 Uhr haben, weiß gar nicht genau, wann ich los bin. Am ersten Tag irgendwann zwischen 12 und 14 Uhr auf jeden Fall. Das heißt, die 72 Stunden sind es auf jeden Fall durch. Damit habe ich, by the way, seit Tagen Probleme. Natal heißt die Stadt, wo ich hin will. Und Natal ist halt auch Weihnachten auf Portugiesisch. Jetzt erklär mal in der Sprache, die du nicht wirklich sprichst, Leuten, dass du zu Weihnachten nach Weihnachten willst. Das geht nicht. Você vai em direção de Natal? Lá no Triângulo. Da war es ein geisteskranker Ehrenmann. Der hat mir jetzt gerade einfach noch 100 Real in die Hand gedrückt. Also ich habe jetzt 165, das heißt, wenn du irgendwann noch mal eine kleine Busfahrt oder Taxifahrt oder irgendwas jetzt anfällt, kann ich es auf jeden Fall damit auch bezahlen. Das ist echt der Wahnsinn, ich will eigentlich weiter, aber jetzt habe ich hier nochmal so ein Hammer-Mittagessen. Wir haben es jetzt 4, doppelt gestärkt, ich bin echt pappsatt, randvoll. Wasser haben sie mir auch noch mitgegeben. Und jetzt werde ich mich hier an die Straße stellen und wirklich einfach beten, dass es schnell geht. Mantiene la calma. Despacito. Míralo. Roto. Mi cámara. Roto mi guitarra. Roto mis cosas. Yo no he culpado, yo estaba vindo acá. Usted tiene que dejar en un lugar correcto. Amigo. Amigo, tú rompes todas mis cosas y digas esta es mi falta. Puedes ver, tienes hoy. Sí. Rompes todas mis cosas y digas esta es mi falta. No se puede dejar acá. Míralo. Sí, Míralo. Puedes sí. verlo. Tienes ojos. Sí. Ich hoffe, dass irgendwie die Kamera aufnimmt. Ich kann das Display nicht mehr sehen, es ist alles kaputt. Und dieser fucking LKW-Fahrer hat gerade Fahrerflucht begangen. Er ist einfach weggefahren. Einfach weggefahren, nachdem er all meine Sachen, er ist über mein ganzes Zeug drüber gefahren. Er hat meine fucking Gitarre, die ist komplett Schrott, die ist komplett durchgebrochen wahrscheinlich. Da ist er drüber gefahren. Über meinen Rucksack ist er drüber gefahren. Wie gesagt, die Kamera ist komplett kaputt. Ich hoffe, man kann irgendwas erkennen. Es ist Weihnachten und ich bin komplett gefickt. Was soll ich jetzt mal? Ich bin verzweifelt, ich bin wirklich am Durchdrehen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hoffe, es nimmt auf, wenn ich weiß nicht, ich bin echt, also mehr als kurz vor Weihnachten. Es ist Weihnachten. Ich dachte, dann verbringe ich zumindest den Tag auf der Straße. Nein, am Ende verbringe ich den Tag hier. Und pünktlich zum Heiligabend bin ich nicht mit meiner Familie, sondern so ein fucking LKW-Fahrer fährt all meine Sachen kaputt und verpisst sich dann einfach, beleidigt mich noch und sagt, es ist meine Schuld. Ja, ich weiß nicht, weiß ich echt nicht. Soweit konnte ich die Gitarre jetzt schon mal aufmachen, mehr will ich auch gar nicht sehen. Das Case ist kaputt, die Gitarre ist kaputt, mein Rucksack. Mein großes Glück war, dass ich den kleinen Rucksack da hatte. Ich habe jetzt einen anderen Ort drauf geschrieben. Ich hoffe, ich komme heute wenigstens hier noch weg. Es ist jetzt kurz vor 6, die Sonne geht jetzt eh gleich unter und ich bin jetzt sehr, sehr demotiviert. Ich brauche jetzt, glaube ich, erstmal eine Nacht, um das alles zu verdauen. Ich werde jetzt gleich mal eine Bestandsaufnahme machen, schauen, was jetzt wirklich alles kaputt ist, aber ey, wirklich, also das ist wirklich das mit Abstand beschissenste Weihnachten, was ich in meinem ganzen Leben je gehabt habe. Meine geliebte Gitarre, die mich jetzt echt ein Jahr lang begleitet hat, ist kaputt. Einige Sachen, mein Rucksack ist kaputt. Ich weiß es nicht, es ist einfach, vor allem die Kamera ist kaputt. Ich darf mir jetzt hier duschen. Und ich darf hier auch mein Zelt aufstellen für die Nacht. Ja, hier ist die Dusche. Ja, ich werde hier schlafen und dann morgen früh mit einem neuen Energieschub hoffentlich schnellstmöglich Richtung Natal und Richtung meiner Familie. Frisch geduscht. Für mich schon wieder ein bisschen besser. Ja, frohe Weihnachten an alle auf jeden Fall. Ich glaube, es sollte genauso kommen, ehrlicherweise. Ich will jetzt nicht so sehr meine spirituelle und Glaubensrichtung abdriften, aber es hat sich alles eigentlich irgendwie angekündigt. Und es hat jetzt einfach genauso gehört. Jetzt werde ich den Tag verdauen. Morgen gehe ich meine Familie besuchen und dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Anscheinend werde ich jetzt hier nur mitgenommen. Obrigado. Ich war einfach im gleichen Restaurant wieder zu Abend eingeladen. Guten Morgen, es ist kurz nach 5.
Ja, hier hinter dem Tresen mich einquartiert für die Nacht. Und jetzt einfach zusammenpacken und so schnell wie möglich hier weg. Ich will das jetzt einfach hinter mich bringen. Also ich stehe jetzt hier echt schon wieder ein bisschen, es ist echt krass. Also die Leute schauen dich halt wirklich an wie so ein Zootier. Ich habe echt das Gefühl, so wie die Leute reagieren, dass die wirklich glauben, so meine einzige Mission ist, sie irgendwie auszurauben. Weil ich bin jetzt vorhin zu so einem LKW hingelaufen. Und dann, wo halt die Tür so ein bisschen offen war, um mit dem zu reden, so, der sieht mich kommen, macht sofort die Tür zu und so. Und die Leute wirklich, also die schauen dich mit so einem Blick an, als wärst du der Teufel in Person. Das ist echt, weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier schon wieder seit über 3 Stunden zugange. Und es ist einfach, keine Ahnung, es geht nicht. Ich weiß es nicht. Und dadurch, dass das jetzt eigentlich der 3. Tag in Folge ist, wo ich irgendwie komplett gefickt werde, ist halt bei mir einfach jetzt auch der Punkt erreicht, wo ich halt einfach psychisch demotiviert bin. Nach weiteren 1,5 Stunden Wartezeit entscheide ich mich aus Verzweiflung dazu, einen Bus ins nächste Dorf zu nehmen. Ich bin jetzt im nächsten Kaff mit dem Bus. Ich weiß aber nicht, ob die es vergessen oder nicht gecheckt oder mich einfach jetzt kostenlos mitgenommen haben. Auf jeden Fall habe ich nichts gezahlt. Desculpe, Mossoró, para cá, para cá, para cá. Obrigado. Hier ist der Spot einfach nicht gut zum Hitchhiken. Das heißt, ich werde jetzt irgendwie so lange dahinter laufen, einfach die Straße entlang die Autobahn, bis ich einen besseren Spot finde. Ich habe das Schild jetzt da hinten befestigt. Hey, wenn das klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so verzweifelt. Das meine ich komplett ernst. Dieses Land macht mich fertig. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Es gibt nur einen Weg, wo die hingehen können. Aber es hat wirklich niemand Bock, einen mitzunehmen. Also es ist heute noch schlimmer als die letzten 2 Tage. Also das war jetzt echt der erste Hitchhike-Ride ich glaube es ist nach 3. Ich habe heute Morgen um 5:30 Uhr angefangen mit dem 10-Kilometer-Schild und es waren glaube ich auch ziemlich genau 10 Kilometer wirklich. Aber trotzdem macht es ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt vielleicht so ein Startschuss ist und ich heute vielleicht ein bisschen noch weiterkomme. Pois eu vou entrar aqui, ó, na Itapuí, a cidade onde eu fico. Ó. Sim. E você segue, aí você vai chegar em Mossoró, daqui pra Mossoró, é a próxima cidade. Sim. Se você pegar logo uma carona, você leva aí daqui pra lá 40 minutos. Sim. 40 minutos para Mossoró. É. Ah, muito obrigado. Feliz Mossoró. Natal. Feliz Natal. Es waren jetzt zweimal irgendwie 10-15 Kilometer Rides innerhalb von relativ kurzer Zeit. Also ich hoffe, ey, ist natürlich jetzt nicht viel los, aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier nochmal ballern wieder. Also das 10 Kilometer Schild, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, hey. Und es gibt einem einfach Hoffnung, dass einen zumindest irgendwer mitnimmt, auch wenn es dann 10 Kilometer sind, aber halt, dass hier nicht alles schlecht ist und es halt unmöglich ist. Inzwischen laufe ich halt einfach nur noch. Ich bin wirklich, also ich weiß, ich heule in dem Video wahrscheinlich ultra viel rum, aber was soll ich machen? Also wir haben jetzt abends vom 25. Dezember, ich hätte eigentlich am 24. meine Familie sehen können. Stattdessen bin ich immer noch und hier wirklich mitten im Nirgendwo. Das heißt, es gibt für mich hier keinen Ausweg. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, yo, ich habe ja das Geld, ich hole mir jetzt noch einen Bus oder nehme ein Taxi oder keine Ahnung. Ich komme hier nicht weg, es sei denn, ich finde einen Ride. Und das da, in 20 Kilometern gibt es eine Raststätte. Da könnte ich jetzt hinlaufen. Und das werde ich jetzt vielleicht sogar machen, weil ich wirklich nicht weiß, was ich anders machen soll. Ich bin wirklich vollends verzweifelt. Ich habe heute nicht ein Bissen gegessen. Mein Wasser ist auch leer inzwischen. Und ich weiß nicht, es fühlt sich einfach so unglaublich nach Rock Bottom an. Und trotzdem kann ich nicht sagen, ob es jetzt halt einfach heute mal scheiße ist und morgen geht es weiter, sondern es kann sich halt trotzdem morgen den nächsten Tiefschlag regnen. Und das macht einem halt einfach, das nimmt einem jegliche Hoffnung.
E aí, meu amigo? Para onde vai você? Mossoró. Me podem levar? Ai, muchas gracias. Pode colocar as coisas aí, meu amigo. Minhas coisas, porém. Pode colocar aí. Tá indo a Mossoró. Obrigado. Você ha visto a placa? Não, eu vi você, aí eu passei direto. Aí eu Sim. disse. Aí eu voltei. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, cachorro. Ich darf mich jetzt hier duschen. Ich habe jetzt gerade echt das erste Mal das ganze Ausmaß des Schadens gesehen. Also, ja. Das ist wirklich Sonnenbrand, sein Urgroßvater. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist wirklich krass. Ja, also wenn ich in, keine Ahnung, 20 Jahren Hautkrebs habe, das waren die letzten 3 Tage. Frisch geduscht, ein neues T-Shirt habe ich auch noch bekommen. Also es ist echt schon wieder der Wahnsinn, ey. Wirklich, da kommt man komplett aus der Krise. Ja, und dann sowas. Ich werde zum Busterminal gefahren und die beiden helfen mir, ein Busticket nach Natal zu kaufen. 20:09 Uhr und irgendwann zwischen 1 und 2 soll der Bus kommen hier nach Natal. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach hier mit dem Laptop oder so hinstellen. Und die haben mir noch diese Ehrenmänner noch einen Haufen Snacks und so mitgegeben. Das heißt, ich werde mich jetzt hier einfach mit irgendwelchen Snacks noch vollstopfen. Ja, und dann komme ich in Natal an und ich habe, glaube ich, sogar noch genug Geld, um dann halt den letzten Schritt auch noch per Bus zu fahren. Heute habe ich echt nicht mehr damit gerechnet. Es ist jetzt 2:36 Uhr, 2:37 Uhr und der Bus, der eigentlich um 1 hätte da sein sollen, ist jetzt endlich aufgetaucht. Ja. 7:30 Uhr, guten Morgen aus Natal. Muito obrigada, boa viagem. Obrigado. Obrigado. Ich wollte eigentlich nur schnell von Belém nach Natal hitchhiken. Auf dem Papier eine schwierige, aber machbare Aufgabe. Dass es mich am Ende anstatt der geplanten 72 Stunden fast 120 kosten würde und sich zu einem meiner größten Abenteuer entwickeln würde, konnte ich vor einigen Tagen noch nicht ahnen. Nach unglaublichen Strapazen bin ich schlussendlich in Natal angekommen und konnte zumindest noch einen Weihnachtsfeiertag mit meiner Familie verbringen. Aber was bleibt, ist die Erinnerung an das verrückteste und herausforderndste Weihnachten aller Zeiten. Nun werde ich mich ein wenig erholen, aber keine Angst, schon bald werde ich mich, wenn auch mit dezimierter Ausrüstung, ins nächste Abenteuer stürzen. Bis dahin wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du gerne liken, kommentieren, den Kanal abonnieren und das Video mit deinen Freunden teilen. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video.